Was glaubt ihr, Fettsäcke? Wie viel ist der stärkste Mann der Welt an einem Tag? Der Mann heißt, also der Name heißt Sean Strength. Ja, aber seinen Namen kenne ich nicht. Aber trotzdem, was fresst ihr? Was glaubt ihr, wie viele Kalorien ballert sich der stärkste Mann der Welt am Tag rein? Es sind nicht 10k, nicht 14k. Nee, Hustler Hamburg. Nee. Es sind 9k, ist richtig. Aber es sind nicht genau 9000 Kalorien. Es sind 9700 Kalorien am Tag. Der macht 10.000 Kalorien Challenge jeden Tag. Und der ist nicht fett. Der ist der stärkste Mann der Welt. Ja, ich bin gespannt, Leute. Alter, was ist das für ein Glatzkopfmonster? What's up, Digga, das sieht aus wie ein Monster, Digga. Der ist dich auch, mein Freund. guys? Hope you all are doing well. Vor allem, der hat auch so eine tiefe Stimme, Digga. Stell dir vor, der steht nachts hinter dir so, well, what is going on, man? Und ich würde sagen, wow. Showed you some shopping, and there have been requests to see the full day of eating. So that is exactly what we're Ich gonna muss sagen, er sieht nicht fett aus. Wisst ihr, diese Menschen, die fett aussehen, aber irgendwie so einfach breit sind. bring to you. We are starting with breakfast right now, and I am starving. So let's jump right into it. So first up is bison from Trifecta. Digga, der frisst direkt erstmal Fleischbuletten. Love Was? this. It makes my life easy. So the first thing that I will do is weigh out my bison. Then I get 8 ounces of bison with this meal. Warte, wie geht das denn hier los? Warte, was? Digga, wie eklig abgepackt sieht dieses Fleisch aus. So what I typically Boah, das sieht aus wie wirklich die letzten Buletten. will do is throw 2 of these patties. Ach, Bruder. Er frisst ja zum Frühstück Patties, Digga. Wo ist die Mondschnecke? Normally they're pretty spot on, 8.2. Digga, warte mal kurz. Der benutzt eine Schere für sein Fleisch. Jetzt geht's los, Digga. Jetzt geht's richtig Cut los. a little bit off. Should be good there. Also der Typ benutzt echt eine Schere für sein Fleisch. Dead. So from there, the next thing that I will do is go ahead and turn the heat on here and take the scissors and cut the bison up into the pan. Digga, ich weiß nicht, ob das ein richtig krasser IQ-Move ist, Leute. Oder ob der mich gerade verarschen will mit der Schere. Now we've got the bison in the pan, that is starting to heat up. I am going to get my spinach ready. So I'm adding 1 cup of chopped spinach in, and then I have found with this meal, it works really well to just cook everything together. 1 cup of chopped spinach. Warte, was geht denn jetzt? Das ist der Brokkoli zum Frühstück? This is frozen, so sometimes it clumps a little bit, Was ist das denn? just like that. Nein, das ist doch kein Frühstück. Oder Spinat oder was auch immer. Wer frisst denn fucking Spinat oder Brokkoli zum Morgen? So I've got that ready to go. I'll just dump that on top bison. Ach du Kacke, Digga. Junge, was, also wirklich, ich kann mir jetzt schon kein beschissenes Frühstück vorstellen. Vor allem morgens direkt Fleisch will mich ficken. Like that. So now that that is warming up, we are going to throw the eggs right on top and then just scramble it all up. Okay, I jetzt got 4 noch. eggs with this meal, so it's pretty good quantity of food with the bison and eggs, and then you know, obviously the spinach kind of cooks down and isn't really significant, but it's important that it is included. Now that we've got that all scrambled up, it is done cooking, so I will just throw it into the bowl, which I already had from... Also es ist so geil kalorienmäßig so mäßig, ja, ne? Also, geil proteinmäßig. Eier, Spinat, Fleisch, Proteine und so. Aber Digga, das ist ja, also es sieht nicht nach einem Genuss aus, sagen wir es mal so. Also ich glaube, dieser Mann spürt nicht den Genuss. Aber seine Stimme, Leute, ich glaube, ich habe noch lange nicht so eine geile Stimme gehört. So tief und geil. Ich habe so eine helle Scheißstimme, Alter. So that's really convenient. Just get that in there. Gosh, that smells good. Perfect. So this is part number 1 to breakfast. Now we're gonna move on to part number 2. There's a couple other things that I have to eat along with this as well. So next up is gonna be waffles. So we'll get the toaster out and get that ready. Was? Waffeln? All right, so we got Sympathisch. the waffles. So that is one part. Let me start toasting the first couple. Boah, ist also Fertigwaffeln, Alter. That. So Nicht so schön selber gemacht, ne? I got 4 waffles with this meal. These are blueberry waffles and they're delicious. So I'm pretty excited about that. I get to have butter on them. I get to have syrup on them. And then I get to have blackberries. So Ach, der frisst jetzt noch Bohnen. Oh, serving a fruit with this meal. Right now I'm choosing to have the blackberries. I could have apple or blueberries or orange as well. But Stell dir vor, der ist dein Bodyguard, Digga, dann hast du keine Probleme im Leben. blackberries sound good with my blueberry waffles. So
We're gonna get these knocked out and hopefully get to eating soon because I'm starving. Breakfast is officially ready, so I'm very excited to eat. And as you can see, the quantity is pretty big with this meal. But Digga, stell dir mal vor, der Typ nimmt dich durch. Alter Junge. what I have found with changing over and adding a little bit more in to this meal is that I have gotten hungrier and my body really likes it. So I can put this down and be ready to eat in about an hour and a half or so. But right now I'm very hungry, so instead of talking, I'm gonna get to eating and Ja. Essen. Ich mag, wenn es gefressen wird. Ach so, ich hab Scheiße gehabt, das ist keine Bohnen. Johannisbeeren, oder? Und ich schätze mal, das ist ein Proteinshake, der hier. Ihr könnt das hier sehen. Ich schätze mal, der Frau ist noch so ein Proteinding da rein. Time for meal number 2. Now meal number 2 is a Brombeeren, genau, Brombeeren. Sorry, Johannisbeeren. And Nathan designed it this way because typically my mid-morning time is very busy with work. I'm doing a lot of things. So this is kind of a quick hit of carbs and protein. So what I will be having is grits. So I get 3 packs of grits, and then I will be having a protein shake using our Undefined Nutrition Persist ISO. So this is a whey isolate. So I get 3 scoops of that. So Wenn das mein Mittagessen wäre, dann wäre ich richtig sauer. Ich hoffe, das ist nur ein Snack. Ein scheiß Proteinshake und ein Riegel, start Alter. this meal, the first thing that I will do is heat up some water for the grits. So I typically will throw that in the microwave over here and get that rocking while I make the shake. Now that we've got the water heating up for the grits, I'm gonna go ahead and make the shake. So it's 3 scoops of whey isolate protein. And this is a quick hit of protein for my body. And like I said, just busy time here in the mid-morning, so I like to get this knocked out and done. The shake is mixed up. Now it's time to make the grits. So I'm gonna get this ready and then grab Okay, doch keine Proteinriegel. water and a bowl. Was so geil sind Grits? Junge, jetzt zieht er da Kokain oder was ist das? Once I get the water in, I just have to stir the grits up. Das ist wirklich bis jetzt echt nicht starkes Frühstück. Ich bin jetzt nicht zufrieden, Alter. The only thing that I really have to wait on with this meal at all is for the grits to cool down just slightly so I can get them down, but don't want to burn my mouth in the process. Digga, das sieht so unbefriedigend aus. Ach du Perfect. So Heilige. once those cool down a little bit, I will get this meal down nice and easy, but for now I'm going to start with the shake. Also Ernährung kriegt bis jetzt von mir echt eine 3 von 10. Die ist echt nicht gut. Alright, that is meal number 2 down. And like I said, this is really a quick meal. It's designed to be quick, keep me going, and now I am going to get back to work. Next up will be meal number 3. Meal number 3, and this is my pre-training meal, so definitely getting excited for training today, but we got to get this meal in Nein, nicht für diese Buletten. first. Bison patty. Digga, was ist das für ein scheiß Essen? Will er mich verarschen? Darf nicht mucken, wisst ihr, was ich meine? Da haut mir doch die Fresse kaputt, aber der würde mich umbringen, wenn ich nach Amerika fliege, aber Digga, bitte, I'm from Germany, please, ich hab seinen Namen vergessen, Sven Harrod, please don't bullets in your mouth. Typically it is Boah, die sehen so schäbig aus. about 2.5 Boah. patties here. The meal is sweet potato fries. So Okay, er hat mich wieder. Er hat mich ein bisschen wieder, ne? show them going into or coming out of the oven. But here's an empty bag, and I get the entire bag is my portion for this meal. So I've already got them cooked. So what I'm going to do is just get them pulled off. I will say that if I haven't mentioned this before, the tin foil for the fries. Curly Fries sind Bombe. Süßkartoffelpommes, ich sag ganz ehrlich, Leute, ihr könnt schreiben, was ihr wollt, aber für mich stehen Süßkartoffelpommes über Pommes. Weil Süßkartoffelpommes sind so lecker. Die haben so einen geilen Geschmack, Digga. Ich brauche bei Süßkartoffelpommes nicht mal eine Soße. Ich find's so geil. Ich liebe sogar. Oh, Digga, ich krieg
Wasser im Mund. Ich liebe Süßkartoffelpommes. Is key because you have to do this a lot. It's important that you make your cleanup as easy as you possibly can. So once I'm done with the fries, I get to literally just pull that off of there. The pan's clean, good to go. Perfect. Those are nice and warm. Bruder, Digga, du willst mich doch ficken, Digga. Leute, der macht sein scheiß Fleisch in der Mikrowelle. So on top of the bison patties, we get to put some duck fat. Mein Englisch versagt doch gerade nicht, oder? Duckfett heißt doch Entenfett. Nein, hören Sie mir auf, guter Mann. A strongest man, please don't punch me in the face, but what? Nein, wirklich, was ist das? Oh, nee. Oh, nee, Digga. Vor allem, er sagt dann noch so, awesome. And because the bison's already hot, the duck fat melts in there really, really nice. So I just kind of chop this all up. Just like that. Oh, ich hasse es. Kennt ihr das Geräusch, wenn eine Gabel gegen irgendwas gehauen wird? Ich finde dieses Geräusch so eklig. Digga, das sieht so unappetitlich aus, ne? Ach du Heilige, Alter. The final piece to this meal is none other than a Rice Krispie treat. And you might be asking, why are the Rice Krispie treats? These were down. The boys would get into them, and I would not have any Rice Krispie treats left, probably. So I like to hide them in my little stash spot up there, and that seems to work pretty well. So I'm the only one that can reach up there, therefore I'm the only one that gets to have the Rice Krispie treats that are put up there. So we're gonna get this all over to the table and get it down. Oh, Digga, der Typ, ne, der gönnt sich halt wirklich, ne. Also der ist halt nur am Essen gefühlt, ne. Hat angefangen, als es hell war, dritte Mahlzeit immer noch hell. Ich kann mir vorstellen, das ist ja ein richtiger Fitnessmann. Der ist wahrscheinlich 9-mal am Tag oder so, Digga. Oh, als ein Sohn, lustig. Meal number 3 is down, and I gotta say today, that one didn't go down quite as easily as it normally does, but with that being said, I have a big training session today that I've been thinking a lot about, and you know, I guess I maybe have a little bit of nerves going with that, which is good. I'm actually kind of excited to have those nerves going into. Ja, okay, er hat gleich Training. Ist ein bisschen nervös wegen dem Training und so, aber wir sind ja wegen dem Essen hier, was der Typ alles frisst. Just finished up training and we are on to my post-training meal. And finally, we get to have some rice. So we're gonna do the bison first. I've already got this weighed out. Digga, ich fick dir auch seine Buletten. Der will mich doch ficken mit seinen Buletten schon wieder. 14 ounces. Remember that all of these weights that I'm giving you are post-cooking. So these are already cooked. They're from Trifecta. But if you were to talk in terms of raw meat, this would be much more than 14 ounces. It would cook down to this. So it's a good quantity of meat at 14 ounces that's already cooked. So I'm going to throw this in the microwave here. Und dann in die Mikrowelle. Bitte! Hören Sie auf! Also, get that warming up. Boah. Perfect. Now, while that is warming up, I am going to get... Falls ihr interessiert, er hat da einen Reiskocher am Laufen. Das heißt, seine Beilage ist diesmal Fleisch plus Reiskocher. My spinach ready. So I'm having spinach with this. Spinach hört sich einfach an wie fucking Spinat. Roughly 1 cup, so not a ton. But I just kind of do this like a, kind of like a side salad with the spinach. So throw that in there. And that's definitely... at least a cup full of spinach there, so that's perfect. Er ist wirklich einer der wirklich unliebevollsten Essen der Welt. Das ist ja wirklich alles Fertigessen irgendwie. Einfach nur schnell, schnell, schnell. On top of that, I just throw on a little bit of balsamic vinaigrette. And then that will be ready to go. And then as soon as the bison's ready, we'll throw some rice on top of it. Delicious. Get to have 2 cups of rice. We got rice here on top. And then what I will do with this
You sprinkle a little bit of salt. Oh, Digga, bisschen. Ey, nicht mal das Salz für dieses Essen retten. Mach dann irgendwas noch rauf, den ich aus der Scheiß essen. Oh, er hat das drauf gemacht. Ach so, er hat eine scharfe Soße noch drauf gemacht. Ja, jedenfalls mal ein bisschen was. Yeah, that's literally delicious. So some rice, some bison, some marinara sauce. You grab a spoon. Oh, ich wäre echt ungern seine Toilette. Post-training meal is down, and that was definitely delicious. Post-training meal can be a little bit tough to get down at times, just because when you get done with a hard workout, it can be a little bit tough to eat right away. As you might be able to tell, I'm kind of still sweaty from the gym just coming in, so got that down. Now I'm gonna get cleaned up. Wenn ich im Fitnessstudio bin, ne, Leute, und dieser Mann mich nach Gewichten fragt, ich würde, glaube ich, einfach heulen. Ich würde einfach sagen, bitte nehmen Sie. The last meal of the day, and then after that, I do have a snack. Wow, auf seinen Snack bin ich gespannt. Vielleicht gönnt er sich ja mal ein bisschen was. Got a salad, so you got the spring mix. I'm gonna throw that together here. Really simple, kind of do about a bowl full of that. On top of that, we've got the vinaigrette. So let me throw some on there. Cut this open and we get 14 salmon, and then Ach, Lachs? this is sweet potato that's already done. Es ist ja nicht schlecht, es ist ja nicht Müll oder so, was er isst, aber ich meine, es ist immer so ein abgepackter Fertigkram, wisst ihr, ich meine, es ist doch nicht mehr frisch oder halt, oder, ach, ich weiß nicht, Digga. Also für den Stärksten Mann der Welt, Digga, der Typ gönnt sich schon echt ein bisschen, nicht die geilsten Sachen, aber halt viele Proteine wahrscheinlich. Done, so that's already heated up here as well, and we will add that, a piece of salad. We'll add that to the plate as well. Nee, es geht nicht darum, dass ich ständig frisch koche. Aber ich weiß nicht, beim Stärksten Mann der Welt dachte ich, der wird so richtig frisch gekocht. Der hat einen Koch und so einen Scheiß, da geht's richtig ab und so. Klar esse ich auch mal ein bisschen fertig und hier und da. Ne? So ist ja nicht, dass ich ganz TK, aber er isst ja nur TK-Ware, was ich meine. Also dieser, der isst ja wirklich nichts anderes außer Buletten, die seit 4 Tagen wahrscheinlich im Kühlregal liegen. Mashed potatoes, which are delicious. Perfect. Also entweder macht es jetzt fürs Video, aber als ob der Typ nicht einen Personal Koch hat oder so ein Scheiß. Der safe das Geld dafür. That will work. So, that's the main course. I typically just throw a little bit of salt on top of this. Als Stärkster Mann der Welt, glaube ich, verdienst du bestimmt schon ein paar Mäuse. Glaube ich. Ich weiß gar nicht, der hat bestimmt ein paar gute Sponsoring-Verträge und dies und das. As well. Just like that. And then... Nein. I guess you could call it dessert. Keine Mikrowelle, bitte. I get an apple. Boah, jetzt wird's aber hart, Digga. Jetzt gönnt er sich aber. Crisp apple, and these are delicious. These apples are quite big, and this is my apple cutter. So sometimes they don't quite fit. Oh boy. Der stärkste Mann der Welt scheitert am Apfel, Alter. Put a little bit of muscle into that. Wie, der Apfel ist stärker als der stärkste Mann der Welt. Apparently the apple doesn't want to go. And I don't want to break. I don't want to break the apple cutter. Ich dachte halt echt, ne, der Tisch zerbricht gleich. We're gonna exit this way, and unfortunately, we're gonna resort to a knife. I guess I've got the cut lines there. Let me grab something here. Oh yeah, that's perfect. Look at that. Like nothing ever happened. Cool. All right, so we are ready to rock here. Also seine Mahlzeiten wären nicht besser, meine dicken Schweine, ne? Also er frisst Äpfel, dazu isst er Lachs mit Kartoffelpüree und Spinat. An sich ist ja kein Müll. Ich meine ganz ehrlich, Kartoffelpüree ist geil, wenn der Lachs gut zubereitet ist auch nett. Und ein bisschen Spinat und Äpfel, ja, es ist halt nicht befriedigend, ne? Es wirkt halt wirklich so, ja Mann, das muss wirken, kann ich verstehen, ne? Ist sein Beruf, sein Leben, wie auch immer. Aber delicious, bitte. Guter Mann, hören Sie auf zu lügen. Aber der frisst halt echt krass viel, Mann. 9000 Kalorien. Number 5 is officially completed. That one was delicious. I will say the apple was delicious, the salmon potatoes are good, salad actually tasted pretty good, but for whatever reason,
it was a little bit harder to finish. And this is what I find with adding a little bit more food into the diet. At certain points, it can be a little bit of a challenge to get the food down because it is a big quantity. And as you guys are seeing, I'm not eating a lot of really... Okay. Also er meint, er isst jetzt nicht so unhealthy Sachen. Aber jetzt, Leute, kommt sein Abendessen, sein Snack, meint er. Und jetzt erwarte ich irgendwas Süßes, Leckeres oder ein Ben & Jerry. Again, I go with the Persist ISO. This is a whey isolate. And we'll just mix it up in water. But... Ey, wenn er jetzt Buletten rausholt, ich will mich fetzen uns. Tonight, since I had a good training session and I've had a good day, and I know some of you are going to ask about this, we are going to throw in... Sag nicht Buletten. Sag nicht, du hast Buletten da reingemacht jetzt. Some of the mini cheesecake treats. Boah, jetzt geht's ab, Leute. Not Nathan Payton approved. It's too late to text him right now to ask. So I feel like he would give his approval. Hopefully he will. But as you can see, the plastic is still on this. So I've done good. I have not indulged in the mini cheesecake treats. Now, I will point out there's 54 of these in here. Boah, ach, das sind so kleine Cheesecake Bites. Also immer so Mini-Cheesecakes und 54 davon. Ui. Okay, das finde ich gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz richtig geil. So, they have to be pretty small. So let's break them open. Let's just see what we got. Ja, gerne. We'll make a call on serving size for right. A cheesecake? So, zeig mal. I guess. They're pretty tiny. I mean... Ey, mal ganz, Digga, die sehen so dermaßen enttäuschend aus. Also finde ich. I feel like, I don't know, maybe 2 of each. I think that's fair. 2. We've got chocolate swirl, strawberry vanilla. That's strawberry vanilla. This is a salted caramel. Digga, was ist das denn für ein Eisklotz? Das ist doch kein Ein Cheesecake ist doch so hart. Also außer er ist tiefgefroren. Das ist wieder so eine TK-Ware. Also das sind tiefgefrorene Cheesecakes. And this is a chocolate swirl. Oh, that just kind of broke. It's not like a nacho. You know what I'm saying? Like sometimes when a nacho breaks apart, it counts as one nacho. I don't think I can say that with the mini cheesecake treats, but I feel like that's fair. That's a not overdoing it. There's 6 of them there. They're really small, so I'm gonna add those in with my shake because I had a good day, and yeah, hopefully Nathan signs off on that. I'll maybe text him tomorrow and see the shake and these for them. Was soll das denn für ein scheiß Ende jetzt? Jetzt wird die mal gegessen. Ey, der isst die doch gar nicht, Digga. Der wirft die doch gleich... nein. Der isst die nicht. Der ist vorbei, das Video. Der hat die mal gegessen jetzt am Ende. Also das Video war zwar interessant, so ist nicht. Das Video war schon interessant auf jeden Fall. Was ist der stärkste Mann der Welt? Aber Gott, oh Gott. Also ich muss echt sagen, die Ernährung war echt unbefriedigend. Wahrscheinlich fitnessmäßig gut oder nicht gut. Die kann vielleicht Fitness jemand von euch sagen. Aber diese Fertigbuletten ständig zu fressen, ich weiß nicht, ob das so gesund ist, Digga. Die sahen halt echt nicht gut aus, ne? Also ich glaube, er wird den Cheesecake jetzt weglegen und sich ein paar Fertigbuletten gönnen.